Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diese süße Pumphose hier ganz einfach und ohne Schnittmuster nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, dann das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Weitere Videos und Nähanleitungen von mir findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Für dieses Projekt benötigt ihr einen dehnbaren Stoff. Ich habe hier einen schönen Jersey-Stoff und dann noch Bündchenware. Ja, den Stoff habe ich mir hier rechts auf rechts im Stoffbruch zusammengelegt und oben habe ich erstmal eine waagerechte Linie eingezeichnet. Dort tragen wir dann später den Bauchumfang ab. Jetzt müsst ihr euer Kind aber erstmal vermessen, und zwar oben am Bauch, wo die Hose sitzen soll, bis zum Schritt. Ich nähe hier die Größe 74 bis 80 und das sind dann ungefähr 22 Zentimeter. Genau, da ich aber oben noch ein Bündchen annähen möchte, ziehe ich ein paar Zentimeter hier ab und genau, trage mir von der oberen Linie dann 18 Zentimeter nach unten ab, ziehe dort eine waagerechte Linie und das ist dann die Schrittlinie. Als nächstes habe ich dann vom Schritt bis zur Ferse gemessen. Das sind bei mir auch hier 22 Zentimeter. Da ich aber auch hier wieder ein Bündchen unten annähen möchte, trage ich mir hier auch 18 Zentimeter nach unten ab und ziehe wieder eine waagerechte Linie. Als nächstes benötigt ihr dann den Bauchumfang, und zwar sind das bei mir hier 46 cm. Hier gebe ich noch 10 cm Bewegungsfreiheit zu, rechne das Ganze durch 4, das macht 14 cm und die trage ich mir an der oberen Linie ab. Als nächstes messt ihr den Umfang an der stärksten Stelle des Po's. Das sind bei mir hier 53 cm. Hier gebe ich 20 cm Bewegungsfreiheit hinzu. Das macht insgesamt 73. Das wieder durch 4. Das sind 18 cm. Und diese 18 cm trage ich mir hier auf der Schrittlinie ab. Die beiden Punkte werden nun wie gezeigt mit einer geschwungenen Linie miteinander verbunden. Als nächstes trage ich mir auch auf der unteren Linie 18 cm ab und genau, verbinde den Punkt auf der unteren Linie und auf der Schrittlinie in einer geraden Linie miteinander. Als nächstes brauchen wir den Umfang vom Fußknöchel, und zwar sind das bei mir hier 15 cm. Hier gebe ich wieder 10 cm in der Weite zu, rechne das Ganze durch 2, das macht 13 cm und diese 13 cm trage ich mir hier von diesem Punkt aus ab und genau, mache da eine Markierung. Und jetzt zeichne ich mir vom Schritt bis zu dem Punkt nach unten, den wir gerade gesetzt haben, wieder eine geschwungene Linie ein. So, damit ist dann das Hinterteil der Hose fertig. Das wird dann einfach ausgeschnitten. Ich gebe hier auch keine Nahtzugabe mehr hinzu, da ich das alles schon sozusagen mit eingerechnet habe. Ja, so sollte dann das Rückteil aussehen. Für das Vorderteil habe ich mir auch erstmal den Stoff in den Stoffbruch gelegt, das Rückteil darauf fixiert und das pause ich jetzt erst einmal nach. Ja, wenn ihr das dann habt, dann geht ihr hier vorne mit dem Lineal 2 cm nach unten und genau, macht euch eine Markierung und verbindet das auch wieder in einer geschwungenen Linie mit dem Punkt außen. Im Anschluss wird das Ganze dann wieder ausgeschnitten.
So, und so sieht dann das fertige Vorderteil aus. So, im Anschluss nehmen wir uns beide Teile, legen diese rechts auf rechts übereinander. Am besten steckt ihr das noch mit Klemmen oder Stecknadeln fest, damit beim Nähen nichts verrutscht. Genau, und dann näht ihr hier an den Seiten mit einem dehnbaren Stich, genauso wie im Schritt, dort auch mit einem dehnbaren Stich. Ich mache das Ganze hier mit der Overlock. Wenn ihr mit der normalen Nähmaschine näht, könnt ihr auch einen Zickzackstich einstellen. So, als nächstes sind dann die Bündchen dran. Ich habe mir meine hier bereits zugeschnitten. Und zwar, das obere ist das Bauchbündchen. Das hat hier eine Höhe von 15 cm und eine Breite von 38 cm. Hier habe ich den Bauchumfang genommen, also die 56 cm und diesmal 0,7 gerechnet und hier noch 2 cm Nahtzugabe hinzugegeben und bin dann auf 38 cm gekommen. Genauso für die Beinbündchen, die haben hier auch eine Höhe von 15 cm und für die Breite haben wir ja den Umfang von den Fußknöcheln, also die 15 cm plus die 10 cm in der Weite. Genau, und diese dann auch, also die 25 cm mal 0,7 plus 2 cm Nahtzugabe, sind bei mir hier in der Breite 17 cm. Wenn ihr eure Bündchen dann ausgeschnitten habt, dann legt ihr diese rechts auf rechts übereinander und genau, schließt an den gezeigten Kanten mit einem Gradstich. Um das Bündchen besser annähen zu können, teile ich mir die Hose in 4 gleich große Abschnitte ein. 2 Abschnitte sind ja schon durch die Naht gegeben. Diese lege ich aufeinander und genau, bestimme dadurch die vordere und hintere Mitte und setze mir hier 2 Knipse. So, das gleiche mache ich dann auch mit dem Bündchen. Dieses lege ich mir erst einmal in der Mitte zusammen. Genau. Dann setze ich einen Knips gegenüber von der Naht. Anschließend lege ich dann Knips und Naht aufeinander und genau, setze die beiden anderen Markierungen. Im Anschluss wird das Bündchen rechts auf die Hose gesteckt. Hier befestige ich die Naht des Bündchens auf die hintere Mitte genau der Hose und dann werden alle anderen Markierungen festgesteckt. Für wen das hier oben noch nicht ausreichend ist, der kann gerne auch noch mal öfter feststecken. Genau. Bei den Beinen machen wir genau dasselbe. Also hier haben wir ja schon 2 Markierungen durch die Naht. Und genau, beim Bündchen, dieses falte ich mir auch wieder in der Mitte und setze mir gegenüber von der Naht eine Markierung. Auch hier wird das Bündchen rechts auf rechts über die Hose gestülpt. Die Naht des Bündchens fixiere ich mit der Innenbeinnaht der Hose. Genau, und die andere Markierung dann halt genau mit der anderen Naht. Und auf der anderen Seite macht ihr das natürlich ganz analog. So, wenn ihr dann eure Bündchen angebracht habt, dann näht ihr diese gedehnt an. Und zwar hier bitte nur das Bündchen dehnen und nicht den Hosenstoff. Ich mache das Ganze hier wieder mit der Overlock. Ihr könnt aber auch gerne die ganz normale Nähmaschine nehmen und hier wieder einen dehnbaren Stich wie den Zickzackstich einstellen. So ihr Lieben, dann sind wir auch schon fertig. Ist doch ganz niedlich geworden, oder was meint ihr? Falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar da. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.